Ist das normal? Ist das Mitte der Gesellschaft? Sie wollen eine Partei der Mitte sein. Oder ist das rechtsextrem? Wie es gesagt hat, als die Staatsbürgerschaft. Aber die Staatsbürgerschaft genau deswegen wollen wir aussuchen, wer deutscher Staatsbürger ist, weil die deutschen Staatsbürger hinterher alle die gleichen Rechte haben. Sie werten damit Staatsbürger mit Migrationshintergrund ab. Nein, so sagt er das nicht. So interpretieren Sie das hinein. Also Sie zweifeln die Unabhängigkeit der Gerichte an, Sie verzweifeln die Verfassung an. Und das Bundesamt für Verfassungsschutz wurde ja gegründet Ich zweifle nicht die Verfassung an. Ich weiß nicht, was Sie mir hier gerade unterstellen. Ich zweifle nicht die Verfassung an. Aber so verstehe ich es ziemlich klar. Hey Leute, willkommen in der Realität. Die ARD schneidet, kürzt und verdreht. Aber diesmal fliegt alles auf. Jessie Wellmer will Beatrix von Storch vorführen, doch die kontert souverän. Jetzt hat die AfD das ganze Interview ungekürzt veröffentlicht und es ist eine Blamage für die ARD. So deutlich hat man die öffentlich-rechtliche Manipulation selten gesehen. Unbedingt anschauen. Auf geht's! Guten Abend, Frau von Storch. Guten Abend. Ihre Partei will gerichtlich gegen die Hochstufung vorgehen. Und wenn Sie dann vor Gericht Recht bekommen, dann passt Ihnen der Rechtsstaat. Und wenn Sie nicht Recht bekommen, dann passt er Ihnen nicht? Ich glaube, es ist vollkommen normal, dass wir dagegen vorgehen müssen. Das, was im Moment auf dem Tisch liegt, ist nichts. Wir haben auf jeden Fall nichts. Das Gutachten wird uns nicht vorgelegt. Es wird an die Presse durchgestochen, aber es wird uns nicht vorgelegt, deswegen können wir gar nicht sagen, worum es gerade geht. Das ist sicherlich rechtsstaatsunwürdig, aber wir müssen uns natürlich auf dem Rechtswege dagegen wehren. Das tun wir und im Übrigen tun wir das ja noch ganz aktuell, weil ja bereits die Einstufung als Verdachtsfall gar nicht rechtskräftig ist. Auch das wird noch verhandelt. Auch das liegt jetzt in Leipzig. Und wir hätten gedacht, dass diese Entscheidung wenigstens abgewartet wird. Aber hat man nicht gemacht. Der Zeitpunkt ist befremdlich, zu dem das Ganze jetzt herauskommt. Das muss man, glaube ich, konzidieren. Diese Regierung ist nur noch für einen Werktag im Amt. Dann ist sie raus. Und am letzten Tag beim Hinausgehen, beim Verlassen des Gebäudes quasi noch so ein Gutachten loszulassen, ist, glaube ich, mindestens bemerkenswert. Es hätte ja wohl auch schon früher passieren können, im Herbst, aber da hat man es ja nicht getan, um auch der AfD Chancengleichheit für den Bundestagswahlkampf zu gewährleisten. Ich wollte auf die Gerichte hinaus, wenn Sie nicht in Ihrem Sinne entscheiden, bislang hatten Sie vor Gericht ja keinen Erfolg, würden Sie das dann akzeptieren? Wir hatten bisher keinen Erfolg. Man hat alle unsere Hunderten von Beweisanträgen einfach abgelehnt. Es wird kein Beweis erhoben und es wird auf der Grundlage des Vortrags des Bundesamtes für Verfassungsschutz entschieden. Das sind keine rechtsstaatswürdigen Verfahren. Das muss man kritisieren dürfen. Aber jetzt warten wir erst mal ab, was passiert und stellen fest, was Stand der Sache ist. Die Dinge, die jetzt in der Presse sind, die einzelnen Äußerungen sind grotesk. Darauf kann man das Verbot einer Partei oder auch die Einstufung als rechtsextremistisch, als Vorläufer für das Verbot, wie wir alle wissen, ganz sicherlich nicht stufen. Aber wenn Sie sagen, nicht rechtsstaatswürdig, beinhaltet das auch die Arbeit der Gerichte, die aus Ihrer Sicht unabhängig oder nicht unabhängig sind? Oder wie habe ich das zu verstehen? Nur noch mal kurz nachgefragt. Ja, wir haben geklagt gegen die Einstufung als Verdachtsfall und wir wollten Beweis erheben über das, was uns vorgeworfen wird. Und das Gericht hat das abgelehnt. Und zwar in Hunderten von Fällen. Ich weiß nicht mehr genau die Zahl. Hunderte von Fälle. Und das ist einfach unangemessen. Das kann nicht sein. Das Gericht muss sagen, worauf es seine Entscheidung stützt. Und es muss uns die Gelegenheit geben, zu den einzelnen Dingen vorzutragen und auch über die einzelnen Dinge Beweis zu erheben. Und das wurde in Hunderten von Fällen, und zwar in allen Fällen, abgelehnt. Das kann so nicht richtig sein. Okay, also nicht rechtsstaatswürdig die Arbeit der Gerichte, wenn ich das richtig interpretiere. Frau von Storch, dieses Gerichts in dieser Entscheidung. Wir machen keine pauschalen Aussagen, aber es ging jetzt um diese ganz konkrete Entscheidung. Vor 80 Jahren endete die nationalsozialistische Schreckensherrschaft mit der Niederlage Deutschlands. Finden Sie es richtig, dass es Ziel des Staates ist, eine Rückkehr dieser dunklen Mächte zu verhindern?
Unbedingt. Das unterstützen wir sicherlich uneingeschränkt, aber das ist hier ganz offenkundig nicht der Fall. Das, was jetzt vorgetragen wird, sieht danach aus, dass es hier nicht um den Schutz der Demokratie geht, aus Angst um die Demokratie, es geht aus Angst vor Demokratie, wird hier vorgegangen. Denn es ist ja ganz offenkundig, dass jetzt, wo die Umfragewerte der AfD uns zum Teil schon an der Nummer 1 sehen oder deutlich an Stelle Nummer 2, diese Maßnahmen kommen, das hat einen Geruch. Vor allen Dingen, wenn man weiß, dass eben da noch entsprechende Verfahren anhängig sind und die vorherigen Instanzen noch gar nicht rechtskräftig abgeschlossen sind. Frau von Storch, ich möchte Sie darauf hinweisen, es sind ja nur Umfragen, es ist ja kein Wahlergebnis, es sind Umfragen. Und ich hätte die Frage, was ist denn für Sie rechtsextrem? Also wenn wir Begriffe wie Passdeutsche, Umvolkung, Kopftuchmädchen, alimentierte Messermänner fallen, alles von Ihnen aus Ihrer Partei Spitze, ein Bundestagsabgeordneter Matthias Helfferich da ist, der sich das freundliche Gesicht des Nationalsozialismus nennt. Ist das dann alles normal und Mitte der Gesellschaft? Wissen Sie, ich möchte gerne wissen, was in dem Gutachten jetzt drinsteht. Und diese einzelnen Äußerungen, die Sie zitieren, die müssen Sie sehen in einem, die zum Teil vielleicht nicht erklärbar sind, zum Teil vielleicht erklärbar sind, aber die ein Tropfen im Ozean sind. Ich alleine habe, glaube ich, in den letzten Jahren 13.000 Tweets abgesetzt oder noch mehr. Ich alleine. Und das heißt, wenn wir jetzt annehmen, dass die anderen in etwa so aktiv sind oder aktiver sind, dann reden wir über Hunderttausenden von Äußerungen, Anträgen, Reden, Pressemitteilungen, alles, was wir abgegeben haben. Nur und dann machen sich diese 4 oder 5 daraus, oder lassen Sie es 10, lassen Sie selbst 100 sein, ist natürlich, daraus kann man nicht schlussfolgern, dass eine gesamte Partei gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung arbeitet. Natürlich Kraft und jeder, der in ihrer Partei ist, steht ja auch für die Partei. Und wenn ein Hannes Gnauk aus dem AfD-Bundesvorstand, das hat die Welt heute gepostet, als ein Beispiel auch aus diesem Gutachten, das wohl der Welt vorlag, der in Brandenburg gesagt hat, wir müssen auch wieder entscheiden dürfen, wer überhaupt zu diesem Volk gehört und wer nicht. Es gehört mehr dazu, Deutscher zu sein, als einfach nur eine Staatsbürgerurkunde in der Hand zu haben. Uns alle hier verbindet viel mehr als eine gemeinsame Sprache. Uns verbindet ein unsichtbares Band, was man nicht erklären muss. Er spricht auch von Naturgesetz. Ist das normal? Ist das Mitte der Gesellschaft? Sie wollen eine Partei der Mitte sein. Oder ist das rechtsextrem? Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie ausgerechnet dieses Beispiel gebracht hätten, sonst hätte ich das gerne gebracht, weil ich glaube, das exemplarisch zeigt, wie unstreitbar man diese Aussagen treffen kann. Man muss die Meinung nicht teilen, aber dass ausgerechnet das eine Meinung ist, die man vertreten können muss, das hat, glaube ich, jeder verstanden, der das jetzt gehört hat. Natürlich verbindet einen in einem Volk mehr als wie er es gesagt hat, als die Staatsbürgerschaft. Aber die Staatsbürgerschaft, genau deswegen wollen wir aussuchen, wer deutscher Staatsbürger ist, weil die deutschen Staatsbürger hinterher alle die gleichen Rechte haben. Sie werten damit Staatsbürger mit Migrationshintergrund ab. Das wird damit deutlich, dass es eben nicht reicht, Staatsbürger zu sein. Darf ich den Punkt einmal klar machen, weil er sehr, sehr wichtig ist. Er hat gesagt, dass ich interpretiere das jetzt oder lege das jetzt aus, dass wir genau aussuchen müssen, wer deutscher Staatsbürger wird, weil ein deutscher Staatsbürger, weil die alle die gleichen Rechte hinterher haben. Genau das, was man uns vorwirft, was wir nicht anerkennen, ist falsch, denn wir wollen, genau weil wir anerkennen, dass alle Staatsbürger die gleichen Rechte haben, genau aussuchen, wer gut zu uns passt und wer vielleicht nicht so gut zu uns passt. Und das darf man äußern, diese Meinung wird von vielen Menschen geteilt, auch von vielen Menschen geteilt, die AfD nicht wählen. Und deswegen ist das ein gutes Beispiel dafür, zu zeigen, mit welchen Mitteln hier hantiert wird, um hier Meinungen geht es doch unmöglich zu machen, die schon viele deutsche Menschen Staatsbürger teilen. sind, die in diesem Land seit langer Zeit leben, möglicherweise in zweiter Generation, hier Steuern zahlen, hier wohnen, hier ihr Leben verbringen. Auch um die geht es, die dieses unsichtbare Band mit uns möglicherweise dann nicht verbinden, so wie der Herr Gnauk das hier sagt. Also das kann man. Nein, so sagt er das nicht. Auch sehr, so interpretieren Sie das hinein. Gut, und das ist die Art und Weise, wie der Verfassungsschutz das macht. Er nimmt einzelne Äußerungen, interpretiert da etwas hinein und da auf dieser Grundlage und dann mit 5 solchen Äußerungen oder 10 eine Partei verbieten zu wollen oder vorerster Schritt als extremistisch einzustufen, das wird sicherlich nicht geteilt. Gut, jetzt geht es auch um die nächsten Wochen und Monate auch im Bundestag. CSU-Chef Markus Söder hat die Entscheidung des Verfassungsschutzes als finalen Weckruf bezeichnet. Für Feinde der Demokratie, sagt er, kann es Null Toleranz geben. Die Brandmauer der Union stehe weiterhin. Was machen Sie jetzt? Die Partei ist ja zerrissen, was das Verhältnis zur Union angeht. Noch radikaler gegen sie kämpfen oder der Union die Hand reichen? Sie wollen ja auch irgendwann reagieren.
regieren? Wir werden weiterhin konstruktive Oppositionsarbeit leisten, wie wir das in der Vergangenheit auch gemacht haben. Wir werden den Anträgen, die wir richtig halten, zustimmen und die wir falsch finden, ablehnen. Wir werden aber aus dem Thema ein internationales Thema machen. Und wie Sie vielleicht gerade gesehen haben, hat Marco Rubio sich schon geäußert. Wir werden das zu einem internationalen Thema machen, weil es eines ist, wenn in Deutschland die Opposition verboten werden kann, weil sie Meinung teilt, die, ich sage jetzt mal, der linke Mainstream nicht haben will oder die aktuell Regierenden nicht haben wollen, dann ist das ein Präzedenzfall, der in allen anderen westlichen Demokratien und auch Autokratien natürlich dann Schule machen kann. Wie wollen wir der Türkei einen Vorhalt machen, wenn sie die Opposition verbietet, wenn wir es selber tun? Das heißt, dieses darf nicht Schule machen, sonst kommt am Ende Donald Trump an und sagt, er hätte ein geheimes Gutachten über die Demokraten und die seien ganz gefährlich und müssten jetzt verboten werden. Dann wären sich hier in diesem Land alle einig, dass auf dieser Grundlage nicht mal eine Debatte geführt werden kann, so wie wir sie jetzt führen. Und deswegen nochmal, dieses Konzept, dass in einer westlichen Demokratie die Regierung, und der Verfassungsschutz ist die Regierung, die Opposition überwachen kann, bespitzeln kann, labeln kann, einstufen kann und dann am Ende zum Verbot beitragen kann. Das gibt es in keiner anderen westlichen Demokratie aus guten Gründen. Also Sie zweifeln die Unabhängigkeit der Gerichte an, Sie verzweifeln die Verfassung an und das Bundesamt für Verfassungsschutz wurde ja gegründet. Ich zweifle nicht die Verfassung an. Ich weiß nicht, was Sie mir hier gerade unterstellen. Ich zweifle nicht die Verfassung an. Aber so verstehe ich es ziemlich klar. Ja, das ist das Problem, was Sie verstehen. Ich zweifle nicht die Verfassung an. Ich möchte, dass die freiheitlich-demokratische Grundordnung uneingeschränkt Geltung hat, dass die Opposition im Parlament geschützt ist und dass die Regierung nicht gegen die Opposition vorgehen kann. Das Bundesamt für Verfassungsschutz ist eine weisungsgebundene Behörde. Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz ist ein politischer Beamter, der die ausdrücklich politischen Ziele der Regierung zu unterstützen hat. Das steht so im Bundesbeamtengesetz bzw. im Bundesbeamtenstatusgesetz drin, in den Paragraphen 54 und 30 nachzulesen. Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz hat zu tun, was der Innenminister will. Und das wird im Wege der Fachaufsicht durchgesetzt. Das heißt, es gibt Weisungen vom Innenminister an den Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Es ist eine weisungsgebundene, politisch agierende Behörde auf Geheiß der Regierung. Und da zweifle ich nicht an, sondern ich stelle fest, dass die nicht unabhängig ist und dass es einer Demokratie unwürdig ist, dass die Regierung so in die Opposition hineinregieren kann. Das ist die Meinung von Beatrix von Storch, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der AfD. Vielen Dank. Gerne. Wir hatten vor ein paar Tagen ja schon darüber berichtet, über diesen peinlichen ARD-Ausschnitt, in dem Jessie Wellmer versucht, Beatrix von Storch in die Ecke zu drängen. Schon damals war klar, das war kein Interview, das war eine Hinrichtung mit Anlauf. Aber jetzt wird's interessant. Die AfD hat das komplette Interview veröffentlicht, ungeschnitten. Und plötzlich sieht man, wie manipulativ die ARD eigentlich vorgeht. Was rausgeschnitten wurde, war nämlich genau das, was nicht ins Weltbild passt. Die ruhige, souveräne Reaktion von Frau Storch. Jessie Wellmer stellt da keine echten Fragen. Sie stellt Thesen in den Raum und hofft auf einen Patzer. Und als das ausbleibt, schneidet man's eben so zusammen, dass es trotzdem nach Skandal aussieht. Das ist nicht Journalismus, das ist politische Meinungsmache im öffentlich-rechtlichen Format. Frau von Storch bleibt aber klar, ruhig, sachlich und bringt die ganze Masche zum Einsturz. Jeder, der sich dieses vollständige Interview anschaut, erkennt, die ARD hat sich wieder mal selbst entlarvt. Und ganz ehrlich, Frau Wellmer sollte sich langsam überlegen, ob sie nicht in einen seriösen Beruf wechselt. Vielleicht was mit Blumen, da kann man auch ein bisschen schneiden, aber es riecht wenigstens besser. Und da wundern sich die Öffentlich-Rechtlichen, warum ihnen keiner mehr glaubt. Wenn man solche Interviews sieht, weiß man, es geht nicht um Wahrheit, es geht ums Frame, ums Zuschneiden, ums Abwerten. Wenn euch das genauso aufregt wie mich, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und haut eure Meinung in die Kommentare. Glaubt ihr, die ARD macht das absichtlich oder ist das einfach nur Inkompetenz mit Kamera? Danke, dass ihr bis zum Schluss dabei wart. Wir sehen uns im nächsten Video. Bleibt kritisch und lasst euch nicht länger für dumm verkaufen.